Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Android. Heute geht es weiter, genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei diesem komischen Dingens hier. Wir haben so einen Adapter kreiert, wissen nicht mal, wofür der ist, aber wir wollen diesen Adapter erstmal jetzt erschaffen. Und das machen wir hier, indem wir sagen Create Class MeinAdapter. Das wird sozusagen unser Adapter, der diese ganzen Daten jeweils setzen kann. Okay, was wir jetzt hier erstmal machen ist, bevor wir hier in diesem Adapter rumschreiben, wir erstellen uns ein neues Layout. Nämlich das Layout, wie ein einzelnes Element in unserer View, in unserer Liste drin aussehen soll. Das nennen wir jetzt erstmal List-Row, weil ich das so genannt habe, und wechseln wieder in den Text rüber. Der Text ist nämlich hier irgendwie wieder mal das Wichtigste, weil wir wieder mal mit komischen Sachen arbeiten. Genau. So, also wir behalten im Hinterkopf, dass es ein einzelnes Element, nicht alle Elemente auf einmal, die finden wir in der Activity Main, nicht hier in der List Row. Genau, und jetzt sagen wir hier einfach Android Doppelpunkt Padding. Wir wollen, dass die Elemente auch noch ein bisschen Platz haben. Wir sagen hier einfach mal 5 Density Pixel. Ja, das sollte eigentlich passen, das ist, damit sie nicht direkt auf dem Rand drauf sind, diese Elemente, aber das muss man nicht machen. Also ihr könnt da mal rumspielen damit, ihr könnt generell einfach diese Layouts sowieso immer so anpassen, wie ihr das gerade braucht. Das ist sogar wichtig, dass ihr das macht, sonst sieht ja jede App gleich aus, wäre ja langweilig. Okay, und jetzt machen wir noch eine wichtige Sache, nämlich die Höhe. Die soll Wrap Content sein, nicht Match Parent. Mit Wrap Content kommt ihr hier viel weiter. Denn Wrap Content bedeutet, das passt sich von der Höhe her so an, wie ihr es braucht. Das heißt, wenn euer Element von hier oben bis hier ungefähr geht, dann wäre Wrap Content, hier hört eure View auf. Das heißt, das nächste Element fängt direkt drunter an. Wenn ihr aber Match Parent macht, Match Parent bedeutet, das nächste Elternteil, das nächste Elternteil wäre der ganze Bildschirm. Dann habt ihr ein Element, was so groß ist wie der ganze Bildschirm, was für eine Liste, durch die man durchscrollen möchte, ein bisschen unpraktisch ist. Deswegen Wrap Content hier. Und ja, fangen wir an. Wir wollen heute tatsächlich mit Card Views arbeiten. Wir haben letztes Mal, für die Leute, die das letzte Video nicht gesehen haben, hier unten schon den Compile-Befehl eingefügt in unser Build-Gradle, damit wir mit der Card View überhaupt arbeiten können. Okay, jetzt sagen wir hier Android. Okay, ich tippe es komplett ab. Android.support.v7.widget.cardView. So, das ist die Card View und was die genau macht, werden wir uns angucken. Android Doppelpunkt Layout Width und Layout Height brauchen wir auch wieder, aber im Prinzip kann ich die eigentlich kopieren, weil die ändern sich nicht. Das ist im Prinzip genau dasselbe hier. Und ja, der Padding, hier brauchen wir definitiv kein Padding, aber wir brauchen eine ID dafür. Android Doppelpunkt ID. So, und die ID, die geben wir jetzt einfach mal als CV für Card View. Okay, fertig ist es. Wir machen uns hier ein bisschen Luft und sagen, okay, in diese Card View rein. So, jetzt wird spaßig. Kommt nochmal ein Layout, und zwar ein Relative Layout, denn wir müssen ja auch noch irgendwie damit arbeiten können. Match Parent und Wrap Content wieder mal, wie die letzten paar Male auch. Und ja, jetzt machen wir hier aber tatsächlich noch ein bisschen Platz rein. Android Doppelpunkt, hallo? Was ist mit der Mano? Okay, Android Padding ist gleich. Und dann sagen wir hier, keine Ahnung, nochmal 5 Density Pixel, das sollte da genug Platz auf jeden Fall sein. Achso, halt stopp, ich weiß, warum ich keine Vorschläge kriege. Hier oben ist ja schon zu. Das wollte ich nicht. Okay, gut. Und jetzt kommt hier rein tatsächlich euer Content, den ihr gerne darstellen würdet. Also zum Beispiel eine Image View. Da kommt dann zum Beispiel das Bild rein von dem Kontakt oder sowas, den ihr da anzeigen wollt. Da machen wir jetzt allerdings Wrap Content und Wrap Content. Und dann sagen wir hier noch, keine Ahnung, ihr könnt eine ID einwerfen oder sowas. Aber das überlasse ich jetzt einfach mal euch. Ich passe mir jetzt hier nur das Layout ein bisschen an und sage Android Doppelpunkt Layout Align. Align Parent Left hätte ich gerne. Das ist true. Das heißt, wir wollen das Bild an die linke Seite hier packen. Okay. Und dann sagen wir Android Doppelpunkt Align Layout Bodenstrich Align Parent Top True. Das heißt, es floatet auch so ein bisschen nach oben, damit wir das Bild dann eben links oben stehen haben. Okay? Gut.
Und danach packen wir uns hier noch eine Text-View rein. Also ändern werden wir am Ende nur die zweite oder die erste Text-View. Ne, die zweite Text-View werden wir ändern. Aber wir machen jetzt hier noch ein bisschen was mehr rein. Ich pausiere euch einfach währenddessen mal, weil es nicht wirklich spannend ist. So, eine Sache, wir haben hier doch die ID gebraucht, zum Beispiel von unserem Person-Foto. Also ein Foto von eurem Kontakt. Und jetzt haben wir anhand von diesem Foto unsere Sachen aligned sozusagen. Also rechts davon und oben auch, also wir haben hier links oben ist das Bild, rechts oben, also hier, rechts davon von dem Bild und ganz oben finden wir hier das Item und unten drunter finden wir zum Beispiel das Alter oder sowas. Also statt Item könnte man jetzt hier auch Namen machen. Ihr könnt euch da aussuchen, was ihr wollt. Aber ja, einfach hier ein bisschen rumspielen und wir sehen schon, hier diese Card View tut ihren Schatten bei. Also einfach nur ein Schatten hinter dieses Element. Aber dadurch bekommen wir halt diesen Scroll-Effekt und diesen Item-Effekt sozusagen. Okay, und jetzt machen wir weiter hier mit der, nicht mit der Main Activity, mit dem Adapter. Der Adapter ist ja jetzt noch gar nicht vorhanden, der kann irgendwie auch noch nicht wirklich was. Den müssen wir erstmal noch anpassen. Gut, wir sagen hier also Extends, naja, wir wollten einen Adapter haben für eine Recycler View. Also Recycler View .Adapter ist der Adapter, den wir suchen. Und ihr habt es gesehen, hier gab es noch eine generische Klasse, VH stand drin, das bedeutet Viewholder. Wir wollen also einen Viewholder drin haben, quasi das, was unsere View dann am Ende hält. Das heißt, wir brauchen noch eine extra Klasse dafür, die packen wir aber hier rein. Wir erben also von meinadapter.viewholder, wobei es diese Klasse noch nicht gibt. Die erstellen wir uns jetzt einfach mal. Und diese Klasse muss auch von was erben, denn sonst darf sich hier nicht rein in dieses generische Etwas. Ich habe zu generischen Klassen und so weiter habe ich mal, und auch zu inneren Klassen, was das hier alles ist, habe ich mehrere Videos schon gemacht. Könnt ihr mal gerne in den Java Fortgeschritten oder Java Objektorientierung für Profis oder sowas habe ich es genannt. Da wird es dann alles genau erklärt, was hier passiert. Okay, wir brauchen also einen Viewholder und zwar von der Recycler View. RecyclerView.Viewholder ist die Klasse, die wir als Elternklasse sozusagen brauchen. Okay, was wir hier jetzt machen wollen, ist als erstes mal, wir halten uns eine Text-View, mehr wollen wir eigentlich gar nicht machen. Wir könnten jetzt auch noch das Bild hier halten, wir könnten uns die zweite Text-View halten, aber ich möchte es möglichst einfach halten. Wir speichern uns eine einzige Text-View und das war's dann, die nennen wir Item. Und dann sagen wir hier Public Viewholder, das ist mein Konstruktor, nein, böse. Okay, Public Viewholder, quasi der Konstruktor von dieser Klasse hier, die wir gerade innen drin erstellt haben, der bekommt ein Layout übergeben. Achtung, das ist auch eine View, aber es ist eigentlich mehr ein Layout gemeint. Aber es ist halt trotzdem, es erbt von View, weil man es ja angucken kann. Okay, damit rufen wir erstmal den Elternkonstruktor auf und das wird dann einfach übergeben, der macht da irgendwas damit, aber wir können dann nachher immer noch irgendwas machen. Deswegen sagen wir hier Item gleich, so und jetzt fischen wir uns aus dieser View die passende Text-View raus, nämlich über Item View mit F natürlich. Okay, Item View, Find View by ID, r.id.item. So. Und jetzt haben wir im Prinzip schon alles, was wir hier brauchen, um diese View zu halten. Jetzt müssen wir nur noch, also das hält uns quasi die View. Jetzt müssen wir nur noch Sachen wie aktualisieren und so weiter machen. So, und das machen wir natürlich hier oben in der MeinAdapter-Klasse, sonst wäre die ja völlig unnütz. Was wir hier als erstes machen, ist, wir halten uns Privat, eine private Liste aus Strings, denn wir haben ja gesagt, unsere Elemente sind Strings. Ihr könnt ja wie gesagt auch irgendwelche anderen Container oder sowas haben. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr wirklich alle Items halten könnt. Also wenn ihr hier Image View, also ein Bild haltet, dann noch zwei Texte, dann braucht ihr hier irgendeinen Container, der euch ein Bild hält und zwei Strings oder sowas. Gut. Dann sagen wir hier, wir brauchen auch hier wieder einen Konstruktor. Public Adapter. Nein, böse. Public Adapter. Was übernimmt der ganze Konstruktor hier? Naja, wir wollen eine Liste gesetzt bekommen, also brauchen wir eine Liste im Konstruktor und die nennen wir hier einfach mal Items. Sagen this.items ist gleich Items, wie man es kennt und liebt. So, und jetzt gibt es ein paar Overrides. Add Override. Nicht wirklich was Großes. Wir brauchen als erstes mal Public Viewholder. Also komm schon.
Sei nicht so intelligent, bitte. Okay, onCreate ViewHolder. Das ist die Klasse, die wir überschreiben wollen. Gott, komm schon. onCreate, ja, ich tipp's aus. onCreate ViewHolder. ViewHolder, genau. Okay, was wir hier bekommen, ist erstmal eine ViewGroup. Das heißt, wir bekommen nicht nur ein einzelnes Element an Views, sondern wir bekommen mehrere Views in einem Parent sozusagen. Muss uns aber eigentlich nicht weiter interessieren. Wir überschreiben einfach diese Methode. Wir haben da nicht wirklich viel Auswahlmöglichkeit. Und das ist quasi die Methode, die man überschreiben möchte. Was wir jetzt machen ist, wir sagen, was unser Layout ist hier drin. Also wir sagen View, Item View, das ist diese Item View hier unten. Die ist unser Layout sozusagen. Ja, wie bekommen wir das Ganze? Das kriegen wir hin, indem wir sagen Layout Inflator .from, ich kann nicht tippen, tut mir furchtbar leid, parent.getContext. Das ist im Prinzip hier schon alles gewesen. Jetzt müssen wir hier außen dran, also Vorsicht, hinter der zweiten Klammer, müssen wir noch inflaten. Das heißt, wir sagen, welche ID dieses Layout hat. r.id r.layout.listRow. Das ist das hier, was wir hier gerade gesetzt haben oder was wir uns erstellt haben. Das ist das, was wir hier als Layout benutzen wollen. Wir übergeben Parent und wir übergeben False. Muss euch nicht weiter interessieren, ist einfach immer dasselbe. Okay, und was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen was zurückgeben mit Return New ViewHolder über Item View. Ups. So, das ruft quasi den Konstruktor hier unten auf und übergibt als Item View hier im Konstruktor einfach unser Layout, was wir hier die ganze Zeit bekommen haben. Das heißt, was wir hier am Ende machen, ist, wir erstellen einen neuen ViewHolder, der sich ein solches Element halten kann. Okay, super. Und jetzt brauchen wir noch eine kleine andere Funktion zur Entspannung mal kurz sozusagen. Add override public int get item count. Okay, ja, irgendwie nicht so wirklich mein Fall heute. Gut. Und was wir machen ist return items.size. Warum items.size? Naja, wir wollen natürlich genauso viele Items angezeigt bekommen, wie diese Liste hier Items hat. Wir können nicht einfach sagen, ich hätte gerne 100 Items, was, wenn wir 101 Elemente in der Liste drin haben. Wäre ein bisschen doof. Okay. Außerdem wirft es irgendwann mal einen Error, wenn wir hier irgendwelche Elemente abgreifen, die nicht vorhanden sind oder sowas. Deswegen items.size ist immer relativ sicher. Gut. Und was wir jetzt noch machen als allerletztes sozusagen ist auch wieder ein Add Override. Und zwar die Methode public void onBind. Darf ich das jetzt machen? Nein, natürlich nicht. onBind ViewHolder. Das heißt, wir binden einen ViewHolder. Naja, das bedeutet aber auch, wir kriegen einen ViewHolder. Komm schon. Einen ViewHolder hier übergeben. Den nehmen wir einfach mal Holder. Int Position. Also quasi an welche Stelle wollen wir diesen ViewHolder gesetzt bekommen. Und was wir jetzt hier einfach machen ist, wir sagen String S, also ihr könnt es auch in einem Schritt machen, aber wir machen es jetzt hier mal in zwei. Wir schnappen uns den Eaten-String, oder besser gesagt den String an der Position, die wir hier übergeben bekommen. Und das ist einfach eine Methode, die dann intern aufgerufen wird, aber wir müssen halt sagen, dass wir jetzt tatsächlich diesen einzelnen String gesetzt haben wollen. Also Holder.item, das ist eine Textview, was wir hier haben an Item, .setText und zwar unseren String S, den wir hier übergeben bekommen haben. Das heißt, wir schnappen uns erstmal, sobald wir diesen ViewHolder binden wollen, also quasi wenn es angezeigt werden soll, holen wir uns erstmal aus der Liste an Strings hier oben den, upsala, da fehlt ein MINE-Adapter, den passenden String, setzen den an den Holder.TextView, also diese Textview hier, dieses Item bekommt dann eben den String gesetzt. Und das ist im Prinzip schon die ganze Magie. Jetzt haben wir eigentlich soweit alles. Und wenn wir das Ganze starten, dann sieht das folgendermaßen aus. Wir warten kurz. Ich habe den Emulator und alles schon gestartet. So. Das ist unsere wunderbare Listview, die eine kleine Auswahl davon gibt, was wir hier alles auf meinem Kanal sehen können.
Man kann durchscrollen, aber man sieht immer noch nicht das von der Card View. Weiß nicht wieso, das hat man das letzte Mal noch gesehen. Probiert es einfach mal bei euch aus. Falls ihr irgendwelche Tricks habt oder sowas, wie man diese schwarzen Streifen dann noch tatsächlich darstellen kann, die man hier eigentlich auch sehen kann. Warum die bei mir im Emulator nicht auftauchen, weiß ich leider auch nicht. Wie gesagt, letztes Mal hat es noch funktioniert. Genau. Und das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.